Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu Transport 3 News. Urban Games hat heute neue News angekündigt und haut einen richtig raus. Und es hat mich aus allen Stiefeln und aus allen Schuhen gekippt, wo ich diese Nachricht gelesen habe. Paradox geht eine Partnerschaft mit Urban Games geht die Partnerschaft mit Paradox ein als Publisher. Herzlich willkommen. Was soll ich sagen? Ich bin fassungslos darüber. Ich bin echt fassungslos. Paradox, die schon mein Lieblingsspiel Cities Skylines so verhunzt haben. Ich denke, ja, die sind schuld daran. Ich denke, dass Paradox als Publisher in der Thematik Cities Skylines, Coastal Order so viel Druck gemacht haben damals, um das Spiel, ein unfertiges Spiel zu releasen. Coastal Order wusste, dass dieses Spiel kaputt ist, aber Paradox hat so viel Druck auf Coastal Order betrieben, dass die unbedingt releasen müssen. Ein kaputtes Spiel, ein unfertiges Spiel, und wird dieses auch hier passieren bei Transport 3. Das steht jetzt hier ganz deutlich in der Frage. Wird das passieren? Gibt es unzählige DLCs, kostenpflichtige DLCs? Wird jetzt eine Lok im Steam Workshop von 3,99 € zu kaufen sein? Das sind hier die Fragen. Die muss unbedingt Urban Games beantworten. Sofort. Hat Urban Games kein Geld mehr? Ist ihnen das Geld ausgegangen, um Marketing zu betreiben? Marketing ist unfassbar teuer, das wissen wir. Aber ist denen das Geld ausgegangen, um das Spiel weiter voranzubetreiben? Und gerade auch noch auf die Konsolenversion. Der soll ja auch sofort mit der PC-Version Release stattfinden. Ist Urban Games pleite? Fragezeichen. Ich finde das absolut ein schrecklicher Tag. Ich bin fassungslos darüber. Hier sollte man auch ganz klar in Frage stellen, ob man sich das Spiel zu Release kaufen sollte. Ich bin bei der Meinung, nein, nicht mehr. Ich war vorher der Meinung, bis gestern noch, also bis heute um 14 Uhr noch, war ich dann der Meinung, ich kaufe mal das Spiel sofort zu Release. Attacke. Sofort. Und jetzt, ich bin sofort der Meinung, seit Paradox da jetzt mit drin im Spiel ist, erstmal abwarten und Tee trinken, auf Deutsch gesagt. Erstmal so schön 2-3 Monate nach Release abwarten, wie sich das Spiel entwickelt, wie das Spiel aussieht. Und dann können wir weiterschauen. Paradox hat so reingeschissen bei mir als Käufer, ich kann das nicht nachvollziehen, diese Schritte. Auch wenn Paradox das Geld jetzt ausgeht, ich weiß nicht, ob auch wenn Urban Games, ich vertue mich da immer, auch wenn Urban Games das Geld jetzt ausgeht, muss dieser Schritt mit Paradox nicht sein. Da hätte man anderen, kleinere Publisher nehmen können, aber keine, die Community so spaltet, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wohin hier der Weg führt von Urban Games. Es kann auch sein, dass wir mit dem heutigen Tage Transport 3 beerdigen. Das kann auch sein. Dass das heute der Anfang vom Ende ist. Paradox hat so einen schlechten Ruf, liebe Urban Games Teams, in der Community. Ich weiß nicht, warum ihr diesen Schritt geht. Tut mir leid. So, jetzt um wieder ein bisschen runterzukommen. Aber was kann auch der Nutzen sein? Ich muss ja auch die andere Seite betrachten.
Was könnte der Nutzen daran sein? Die schreiben ja hier, die bestehenden Pläne weiterzuentwickeln und gemeinsam eingeschlagenen Weg für fortzusetzen, Spielern und Moddern sowohl auch neuen als auch ein erfahrenen, großartigen Werk zu bieten. Hier steht auch drin, dass das geistige Auge, also die Rechte von Transport Fever 3 immer weiter bei Urban Games liegen bleiben. Das kann gut möglich sein jetzt am Anfang. Der Nutzen kann dadurch größere Reichweite, viel mehr Werbung natürlich, ne? Bessere Verkaufszahlen jetzt am Ende. Das kann alles zu diesem Nutzen sein. Aber was dann noch als Nutzen dasteht, das stelle ich ganz groß in Frage, Urban Games. Weil das Spiel ist ja fast fertig. So wie ihr gesagt habt. Ja, seid ihr eigentlich in den letzten Schritten vom Release-Termin zu veröffentlichen? Ich könnte mich da schon wieder in Rage reden. Es hieß ja bei der letzten Meldung, wir machen nur noch Beta für die Konsolenversion. Die Beta ist ja fast abgeschlossen für die PC-Version. Es sind nur noch die letzten Beta-Versionen für die letzte Vorentwicklungsversion, sag ich mal, die rundum getestet werden und dann kann das Spiel released werden. Übrigens, da verstehe ich euch nicht. Da könnte ich mich schon wieder in Rage reden. Ich weiß nicht, warum man da solche Schritte geht. Ich verstehe auch den Nutzen nicht. Das sind so viele Punkte. Also ich gehe davon aus, dass das Spiel jetzt kurz vor der Pleite steht. Davon gehe ich aus. Da sollte Urban Games Antworten liefern. So, Freunde, bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, machen wir Schluss. Ein guter oder ein schlechter Tag, entscheidet ihr bitte. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt. Ob ihr gut findet, dass jetzt Paradox mit im Spiel ist oder eher nicht. Schreibt das gerne mit in die Kommentare. Macht's gut, bis dahin, ciao.